Hallo Leute, heute gibt es ein neues Video zu dem Spring Update 2024-14, in meinem Fall schon die Version 8. In meinem Fall habe ich einen Tesla Model 3 aus 2023 vor Highland, das heißt AMD CPU ist schon drin. Ja, dann schauen wir uns gerade mal unsere Änderungen an. Oben kommt kleinere Fehlerbehebung, dann kam in der 3 Audible rein für Audiobooks und Podcasts. Kann man da mit dem QR-Code einscannen, wenn man möchte. Also ähnlich wie man das bei Spotify muss man sich manuell anmelden, ähnlich wie das bei Apple Music ist, dass man da sozusagen was einscannt und dann verbindet er sich. Dann gehen wir mal weiter. Dann visuelle Updates, das kann ich euch direkt schon zeigen. In meinem Fall, dadurch, dass ich die AMD CPU habe, ist das auch verfügbar. Das heißt, wenn wir jetzt hier einfach auf das Auto gehen, beziehungsweise das runterwischen, geht er automatisch auf Vollbild und wir können uns das Auto komplett anzeigen lassen und rumdrehen. Dann können wir hier auch ganz normal hier hinten draufklicken, zum Beispiel können direkt öffnen. Wir können auch hier drauf drücken, auch öffnen. Vom Grundprinzip können wir halt die Sachen sehen, die geöffnet werden. Und wir sehen wie vorher auch, dass zum Beispiel, wenn wir Fenster hoch und runter machen, er das auch hoch und runter macht. Genau, Frunk hat auch ganz normal, oder in dem Fall Vorder- und Kofferraum, wenn es im Deutschen ist, kann man darüber auch öffnen oder entriegeln. Halt alles ein bisschen größer. Und ihr seht oben rechts die Navigation. Das heißt, hätten wir jetzt ein Navigationsziel, würde es nur oben rechts angezeigt werden und nicht komplett. Dann gehen wir aber einmal wieder zurück, weil wir wollten uns ja die fertigen Informationen noch anschauen. Und zwar genau V12, verschiedene Sachen, Vollbildmodus. Bedienelemente sind anders geworden. Erweiterte Autobildvisualisierung, also im Sinne von, dass wir mehrere Autos sehen. In meinem Fall ist da jetzt nichts, weil gerade keine Autos hier sind. Das kann ich nochmal in einem separaten Video anzeigen. So, dann haben wir hier einmal Spotify, eine neue Funktion bezüglich der Warteschlangen, die ihr auf eurem Handy startet, werden dann dort durchgereicht. Dann hier ist auch noch ein neuer Part, Zonen mit Durchschnittsgeschwindigkeit. Ich kenne gar keine hier in der Nähe, aber er würde es dann sozusagen anzeigen. Kann man aber auch, wie gesagt, einschalten, solange, genau, Online-Routenplanung muss eingeschaltet sein. Und klar, ihr braucht die 9 Euro im Monat Premium-Konnektivität. Dann haben wir das nächste. Das ist eine neue Anzeige, wenn ihr eine Navigation macht. Als Beispiel, wir würden jetzt nach Frankfurt fahren. Dann zeigt er euch die Elemente an. Können wir uns aber auch anschauen. Einen Moment. Navigiere mich nach Frankfurt. So, wir haben es einmal geöffnet. Wir schließen einmal den Part. Und ihr seht oben einmal die Navigation und hier unten diesen Part, den ich euch zeigen wollte. Hier hätten wir jetzt, würden wir jetzt mit 2% ankommen. Ich habe nämlich noch für 34% drin. Ich habe jetzt einmal Frankfurt angegeben. In dem Fall würde kurzfristig ein kleiner Stau bzw. eine Verzögerung sein. Das ist dann halt dieses orangen beleuchtete. Dann kann ich euch auch gleich zeigen, wie das aussieht. Ihr habt hier unten die Musik, in dem Fall Spotify, und habt oben rechts die Navigation. Ja, dann gehen wir einmal wieder zurück, wieder in Software rein, Versionsinformationen und gehen mal zurück. Genau, da waren wir eben Fortschritt. Dann bessere Route verfügbar. Perfekt. Wenn es schnelle Routen gibt, gibt es dann auch die Möglichkeit, ähnlich wie man das bei Google Maps hat, ist eigentlich Google Maps, dass ihr dann auswählen könnt und er euch fragt, wenn es eine schnellere Möglichkeit gibt, um die dann auszuwählen.
Sonst war das bisher bei der ersten Fahrt oder bei dem Auswählen möglich. Und jetzt kann man das auch zwischendrin machen. So, dann gehen wir einmal weiter. Bedienelemente Scheibenwischer. Das hat sich auch geändert. Jetzt ist es nicht mehr Scrollrad links-rechts, sondern ihr könnt das Scrollrad ganz normal nach oben und ähnliches machen. Ich kann euch das kurz zeigen. Wir drücken einmal auf den Knopf und dann könnt ihr die Geschwindigkeit über das Drehrädchen umstellen. Jetzt nicht mehr links-rechts, hoch-runter. Dann gehen wir mal weiter. Dann ein paar Sicherheitsupdates. Dann gucken wir hier nochmal. Hier kommt nämlich nochmal ein paar Punkte, die nochmal aufgelistet sind. In der Parkstellung gibt es jetzt Vollbildmodus für den Browser, falls ihr das braucht. Ich nutze das eigentlich nicht. Wenn der Valet-Modus eingeschaltet ist oder das Fahrzeug entriegelt ist, gibt es eine Benachrichtigung auf euer Handy. Dann noch irgendwelche Updates von ein paar Spielen. Ja, die Spiele, keine Ahnung, spiele ich eigentlich überhaupt nicht. Und dann können wir mal gerade gucken, was passiert, wenn ich jetzt auf Vorwärts mache. So, die Symbole sind ein bisschen anders jetzt. Jetzt seht ihr auch, die Geschwindigkeit ist größer. Wir können aber das auch so machen, dass das komplett angezeigt wird. Dann können wir hier auch mal gucken. So, hinter uns sind ein paar Autos. Wir können ja mal testweise ein bisschen vorwärts rollen. Jetzt ist auch noch der, wie soll man sagen, der Rekuperationsbalken oder Verbrauchsbalken nach links gewandert. Also hier links, das war vorher oben. Und das kmh-Symbol ist mal wieder größer geworden. Erst kleiner, dann größer. Dann schauen wir gerade mal nach. Und jetzt sieht man auch schon Fahrzeuge in den Parkpositionen, in den Einfahrten und ähnliches, was vorher nicht der Fall war. Man sieht schon, ja, mehr. Klar, die Mülltonnen hat man vorher auch schon gesehen, aber sonst sieht man auch viele Autos, wenn Leute draußen stehen. Ja, genau, die ganzen Fahrzeuge in den Einfahrten als Beispiel. Ja, genau, um die Navigation. Und sonst könnt ihr natürlich auch in den normalen Modus switchen. Das heißt, wenn ihr das nicht möchtet, könnt ihr auch so die alte Ansicht wieder machen. Aber links bleibt, das heißt, da wird er immer viele Fahrzeuge anzeigen lassen. Ja, das war es schon gewesen. Bei Fragen unten in die Kommentare und für einen Daumen hoch würde ich auch freuen. Dankeschön.